Es gibt Streit zwischen Union und FDP, nachdem die Liberalen im EU-Parlament nicht für die zweite Amtszeit von Kommissionschefin von der Leyen gestimmt hatten. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte die FDP für ihr Abstimmungsverhalten scharf. Nun gibt FDP-Fraktionschef Christian Dürr zurück. Der Vorsitzende der Christdemokraten bekenne sich mit seiner Haltung klar zur grünen Agenda und stelle sich hinter von der Leyens Pläne für das Verbrenner aus, für europäische Schulden und mehr Bürokratie aus Brüssel. Und dafür stehe die FDP nicht zur Verfügung. Ich kann darüber jetzt sprechen mit Marie-Agnes Stracke-Zimmermann. Sie sitzt für die FDP nun im Europaparlament. Willkommen hier an diesem Sonntag bei Welt. Guten Tag. Jetzt sagt ja Friedrich Merz, von der Leyen stehe für weniger Regulierung und für die Konzentration auf Verteidigung, Integration und vor allem Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Wer hat denn nun recht von den beiden? Also ich glaube, man muss das Ganze erstmal etwas einordnen. Denn Ursula von der Leyen ist mit großer Mehrheit gewählt worden. Wir gratulieren ihr auch herzlich dafür. Auf der anderen Seite bin ich als Spitzenkandidatin ja sehr deutlich in den Wahlkampf gegangen dafür, dass wir die Politik von Frau von der Leyen der letzten Jahre, gerade in Fragen Industriepolitik, Gefahr, dass es eine Schuldenunion gibt, Bürokratisierung, dass das eben nicht unsere Vorstellung ist von einem zukünftigen Europa. Und deswegen war es unsererseits als FDP nur konsequent, sie jetzt nicht zu wählen, zumal wir wussten, dass die Grünen sich von Tag 1 nach der Wahl ihr ja angedient haben. Insofern war das auch ein Zeichen. Jetzt schauen wir nach vorne und jetzt in der Tat muss Ursula von der Leyen liefern. Und wenn Sie ihre Rede gehört haben, die rhetorisch hervorragend war, das beherrscht sie, dann fehlt da natürlich einiges. Und das ist die Frage, wie wird sich Europa in Zukunft aufstellen? Auf der einen Seite, was das Thema Sicherheit betrifft, da greift sie jetzt ernst zu, nachdem sie es 5 Jahre nicht gemacht hat. Aber jetzt vor allen Dingen müssen wir natürlich schauen, wie kann Europa bestehen zwischen den Blöcken der Vereinigten Staaten und China. Dazu gehört eine andere Handelspolitik. Dazu gehört Entbürokratisierung. Sie sagten es gerade, Frau von der Leyen hatte in einem Gespräch gesagt, sie wolle das den Kommissaren überlassen. Sie hat jetzt gesagt, sie will es selber in die Hand nehmen, mehr oder weniger durch einen Mitarbeiter. Wissen Sie, das ist ja elementar. Das ist jetzt nicht irgendein Streit, jetzt streiten sie sich wieder, sondern die Industrie, die Unternehmen leiden in Europa unvorstellbar und wir verlieren sie. Wir verlieren die Gründer, wir verlieren Innovation. Sie weichen Europa aus. Und daran werden wir jetzt Frau von der Leyen messen und werden uns in den nächsten 5 Jahren konstruktiv daran beteiligen. Jetzt wirft ja Ihr Generalsekretär Friedrich Merz vor, er würde sich den Grünen anbiedern. Finden Sie das auch? Schauen Sie, ich habe Frau von der Leyen im Namen meiner Kolleginnen und meiner Kollegen einen Brief geschrieben. Wir hatten erst die Gelegenheit, dass sie in der Fraktion Renew sich vorgestellt hat. Dann hatte ich noch mal ein persönliches Gespräch mit ihr. Und dann haben wir ihr noch 4 Fragen gestellt, eben zur Technologieoffenheit, wie sie mit Justiz umgeht, also Rechtsstaatlichkeit, wie sie eben mit einigen Themen umgeht, die wir vermissen. Und sie hat nicht darauf geantwortet. Der Brief ist samstags an sie gegangen. Es wurde weder reagiert, ob er angekommen ist, noch kam irgendwas. Ich wurde erst sozusagen auf dem Weg zur Wahlurne, hat man versucht, das Gespräch zu suchen. Und ich glaube, dass wir alle mit Respekt miteinander, auch wenn wir in diesem Fall nur 5 Stimmen haben, umgehen sollten. Und deswegen haben wir uns bestätigt gefühlt, dass Frau von der Leyen nach Grün schaut. Und das hat sie natürlich. Die grüne Fraktion hat sie komplett gewählt. Die Grünen haben diese Wahl verloren und haben von der Leyen sozusagen unmittelbar unterstützt, weil sie eben auch dafür steht, für den Green Deal, und den will sie eben so weitermachen wie bisher. Insofern gehen wir davon aus, dass Friedrich Merz letztlich, was die Bundestagswahl betrifft, darauf schielt, ein schwarz-grünes Bündnis einzugehen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und ich finde, der Wahrheit geschuldet, sollten das auch alle Wählerinnen und Wähler in Deutschland wissen. Jetzt wäre ja die eindeutig intelligenteste und auch marktwirtschaftlichste Lösung, um eben die EU bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu machen, der CO2-Zertifikatehandel. Würden Sie sich jetzt dafür stark machen, dass das in Europa deutlich mehr Beachtung bekommt, beziehungsweise auch wirklich eingeführt wird, so dass es wirken kann? Das hat ja eigentlich auch der Parteitag der FDP beschlossen, aber das hat dann die Parteispitze wieder einkassiert. Also es ist so, dass dieser Zertifikatehandel das sinnvollste Instrument ist. Das haben wir auch immer gesagt, weil es natürlich ein marktwirtschaftliches Instrument ist. Wenn Unternehmen dafür zahlen müssen, dass sie CO2 ausstoßen, werden sie alles dafür tun,
diesen CO2-Ausstoß zu verringern. Und das ist in der Tat etwas, was von Bedeutung ist. Was aber auch von Bedeutung ist, dass Technologie offen gehandhabt wird, dass wir uns eben nicht heute schon festlegen, was in 10 Jahren ist. Deswegen ja auch diese Diskussion, die ja über Verbrennerverbot hinausgeht, heute im Jahr 2024 zu sagen, was in 11 Jahren nicht mehr gemacht werden darf, ist einfach Unsinn. Wir sollten es den Technikern, den Ingenieuren überlassen, Möglichkeiten zu finden. Und dann genau das würden Sie ja erreichen, wenn Sie diesen CO2-Zertifikatehandel einführen. Genau das hätten Sie dann damit erreicht. Denn dann wird einfach der eben mehr CO2 ausstößt, muss halt mehr dafür bezahlen. Und dann setzen sich normalerweise die intelligenteren und billigeren Lösungen durch. Das wird sich eben zeigen. Aber Frau von der Leyen hat, ich darf daran erinnern, bis kurz vor der Wahl festgelegt, dass sie nur wolle, dass der Verbrenner verboten wird, also nicht mehr produziert wird. Und wir haben gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und den Verbrenner von vornherein auszuschließen, man kann ihn ja auch mit Wasserstoff oder möglicherweise mit anderen Kraftstoffen in Bewegung setzen. Schauen Sie, das ist ein großes Thema, nicht für Städter. Ich lebe mitten in der Stadt. Für mich ist die Frage nicht relevant. Aber Millionen und Abermillionen Menschen in Deutschland, in Europa brauchen ihr Auto. Und die Vorstellung, sie brauchen ja auch Ladeinfrastruktur, ausschließlich auf E-Infrastruktur zu setzen, halten wir für einen Fehler. Das kann sich durchsetzen, das muss sich nicht durchsetzen. Und deswegen nochmal, Technologieoffenheit ist ein wesentlicher Moment, dorthin zu kommen, wo wir alle hinwollen, nämlich zur CO2-Reduktion und heute schon ideologisch, es ist ja eine Ideologie, festzulegen, ist eben etwas, was wir anders sehen. Und wir werden uns jetzt in Europa konstruktiv einbringen. Wir werden Frau von der Leyen, das gehört auch zur Fairness dazu, sie messen an dem, was sie angekündigt hat und werden dann den Weg gehen. Denn wir wissen, dass Europa eine Menge zu tun hat, aber eben auch und vor allen Dingen in Handelsbeziehungen, weil der Markt in China wird sich verändern. Das ist ein großer Systemkonkurrent von uns. Unternehmen weichen aus in die Vereinigten Staaten. Thema American First. Übrigens nicht nur, ob Herr Trump gewählt ist, auch Biden, Joe Biden hat diese Form ja entsprechend transportiert. Und wir sind in Europa ein kraftvoller Kontinent mit 27 Staaten. Lassen Sie uns doch die Unternehmen hier von der Kette und ihren Job machen. Dann werden wir auch wieder junge Menschen hier behalten. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass wir in 5 Jahren in einer starken Position sind in Europa wirtschaftlich und aber auch was die Verteidigung betrifft. Frau Strack-Zimmermann, dagegen eingedämmt werden muss wohl offenbar Viktor Orban. Der hat ja jetzt die europäische Ratspräsidentschaft inne, soll aber jetzt boykottiert werden. Ist das der richtige Weg? Ja, also Viktor Orban, sein Prinzip ist ja störend zu sein. Und das hat er in Europa immer wieder gemacht. Wir erinnern uns, dass er diesbezüglich auch 50 Milliarden entzogen bekommen hat. Es geht ja nicht, dass jemand immer nur das Geld von Europa will und unsere Werte mit Füßen tritt. Diese 50 Milliarden wurden einbehalten, weil er in seinem eigenen Land die Pressefreiheit einschränkt, die Menschenrechte einschränkt. Leider wurde dann von Frau von der Leyen, da ist auch im Europäischen Gerichtshof noch ein Urteil anhängig. Er hat ihm 10 Milliarden gegeben, damit er auf der Seite der Ukraine, also unterstützend bei der Ukraine ist. Und so, und jetzt erleben wir gerade, er ist gereist, er hat Herrn Zelensky in der Ukraine ja nicht freundschaftlich begegnet. Er war in Moskau, er war in Peking, er hat sich mit Trump getroffen. Das heißt, er will stören. Und der Grund wird innenpolitisch sein. Er hat ja jetzt auch durchaus Konkurrenz in Ungarn. Und das geht so nicht. Deswegen ist dieses erste Zeichen des Boykotts also, dass alle nach Bukarest reisen und sozusagen auch medial ein großer Moment ist, wenn alle Minister dort zusammenkommen. Das wird nicht stattfinden und das ist gut und das wird ihn auch treffen, weil er natürlich das Medien auf diesen Aufmarsch gerne gehabt hätte. Das wird aber auf Dauer nicht reichen. Viktor Orban muss wissen, dass, wie gesagt, man ihm Geld entziehen kann. Man kann ihm übrigens auch das Stimmrecht entziehen in Europa. Und insofern ist das ein erster Schritt. Aber wir werden, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft, mit Argusaugen darauf schauen. Weil wenn wir das zulassen, dann gnade uns Gott. In jedem Staat in Europa wird ja immer wieder gewählt. Und wir können ja nicht ausschließen, dass auch in anderen Staaten mal ein Viktor Orban aufwächst. Und insofern wäre den Anfang die Rechtsstaatlichkeit, ist das große Gerüst Europas. Und das müssen wir erhalten. Und da wird auch die Kommissionspräsidentin entsprechend agieren müssen, damit Viktor Orban weiß, wo seine Grenzen sind. Sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.